unsere altbekannte und heißgeliebte Speedmaster eingestellt. Um die Frage geht es heute und auch um die Frage, was passiert mit dem Wert der aktuellen Speedy und was kommt denn anstatt der aktuellen Speedy. Hi Leute, herzlich willkommen zu dem neuen Video hier bei The Wrist Guy und einen wunderschönen Mittwoch wünsche ich euch. Ich bekomme in letzter Zeit überraschend oft die Nachrichten, ja du, ich habe gehört, die Speedy wird eingestellt und so weiter. Ich dachte mir auch, okay, das kann passieren, aber sie wird nicht einfach eingestellt, sie wird ersetzt werden. Und letztens habe ich auf Instagram einen interessanten Post gesehen, der diese Nachricht bestätigt hat. Und ich habe auch aus einigen anderen Quellen herausgefunden, ja, das wird ziemlich sicher so passieren, wahrscheinlich nächstes Jahr. Und ich möchte euch einfach mal erklären, was die neue Speedy anders hat und was sich so meiner Meinung nach mit der Verfügbarkeit der neuen und der alten Speedy so entwickeln wird. Nämlich was sich so entwickeln wird. Hashtag Deutsch. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal von innen nach außen, nämlich mit dem Werk. Bisher hatte die Omega Speedy ja das 1861er Werk. Das ist ja das altbekannte Werk, was die Uhr prinzipiell seit 69 schon eingebaut hat, nur hier und da ein bisschen verbessert und umgeändert. Und ihr kennt doch die 50-jährige Jubiläumsvariante der Speedy, wo es um die Mondlandung ging. Diese Uhr hatte das 3861 Werk, also ein Dreier vorne statt eine 1. Das ist dasselbe Werk, nur weiterentwickelt. Ist jetzt auch diesmal ein Master-Koaxialwerk, also das heißt, wir haben hier die koaxiale Hemmung drinnen und wir haben den Antimagnetismus. Ja, ein abgedatetes Werk, jetzt nicht wirklich eine Weltneuerung, aber es ist halt ein bisschen neuer und finde ich nicht schlecht. Also dieses Werk soll dann auch die neue Speedy bekommen. Es soll wieder zwei Varianten geben, ein Hesalit-Modell und ein Saphirglas-Modell. Ob das Saphirglas-Modell einen Sichtboden hat oder nicht, weiß ich nicht, werden wir sehen. Ich denke schon, wird Sinn ergeben und dann sind dann die Uhren noch ein bisschen verschiedener. Ich persönlich würde wie immer natürlich nur zum Hesalit-Modell greifen. Die Lünette ist relativ gleich geblieben. Es gibt nur einen kleinen Aspekt, der sich geändert hat. Vintage-Fans werden das mögen. Die neue Lünette ist jetzt sozusagen die DON-Lünette. DON steht für Dot Over 90. Das hatten ein paar Vintage-Modelle bei der Speedy. Da ist der Punkt über dem Nuller von der 90 statt daneben. Ja, mir persönlich ist das relativ egal, aber die Vintage-Fans stehen sich auf sowas, also ja, wenn es euch gefällt, dann go for it. Passend zu dieser Lünette muss ich sagen, allgemein die Gesamtoptik der neuen Uhr ist viel eher den Vintage-Uhren nachempfunden. Die Proportionen sind viel Vintage-mäßiger. Auch das neue Band ist ein bisschen anders. Wir haben jetzt ein neues abgerundetes Band, nicht so flach wie das alte. Erinnert auch an die alten Bänder. Das ist auch im Prinzip dasselbe Band, was diese vollgoldene Sondervariante hatte. Ein cooles Band, ein vintage-orientiertes Band, gefällt mir ganz gut. Das soll übrigens 20 mm in der Breite haben wieder und runtergehen auf 16 mm, finde ich sehr, sehr schön. Ich liebe es, wenn Armbänder nach unten in sich verjüngen. Hi Leute, hi Vergangenheitsburak. Ich muss hier mal ganz kurz unterbrechen. Für den Sponsor dieses Videos, das ist nämlich Chronext. Ihr kennt wahrscheinlich alle Chronext. Chronext ist so ziemlich der größte Onlinehandel, wenn es um Uhren geht, aktuell in Europa. Und die haben jetzt nämlich eine coole Kampagne jetzt für die Weihnachtszeit gestartet. Nämlich, die haben 3 wichtige Punkte. Erstens, kostenloser Versand. Zweitens, ihr bezahlt nur das, was ihr auch tatsächlich behaltet. Also ihr könnt jetzt zum Beispiel eine Uhr online zu einem von deren Pickup-Locations bestellen, dort die Uhr kostenlos anprobieren und erst, wenn ihr sagt, okay, die Uhr ist es, dann bezahlt ihr auch diese Uhr. Und drittens, wenn ihr keine Pickup-Location in der Nähe habt, könnt ihr die Uhr einfach kostenlos zu euch schicken lassen. Sie haben ein verlängertes Rückgaberecht. Bis zum 14. Januar könnt ihr die Uhr dann immer noch zurückschicken, wenn ihr sagt, hey, das Ding gefällt mir nicht oder das Ding passt einfach nicht. Also von dem her ist eigentlich Chronext eine ziemlich coole Option, gerade jetzt für die Weihnachtszeit, wenn ihr zum Beispiel eine Uhr verschenken wollt oder euch selber was Kleines gönnen wollt, kann ich auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Und als kleines Extra würde ich euch empfehlen, folgt mir auf jeden Fall auf Instagram, @TheWristGuy, folgt auch Chronext, denn wir werden in Zukunft als Kooperation öfter mal Giveaways unter meinen Followern starten. Da werden dann verschiedene Sachen dabei sein, wie Watch Rolls, Etuis und so weiter. Ich glaube, das wird ziemlich cool, also folgt auf jeden Fall mir bei Instagram und auch Chronext bei Instagram. So, und jetzt wieder zurück zu dir, Vergangenheitsburak, erklär uns, was es denn eigentlich mit der Speedy so auf sich hat. Bis dann. Prinzipiell finde ich diese neue Variante der Speedy schon sehr, sehr interessant und sehr, sehr spannend, weil ich liebe es, wenn Uhren so ein bisschen nach hinten schauen, wenn Uhren so ein bisschen ihren Vintage-Vorbild, so ein bisschen die Ehre erweisen. Die bisherige Speedy war jetzt auf keinen Fall eine super moderne Uhr, das ist eh klar, aber die neue übernimmt halt noch mehr Proportionen der alten Speedy und ich finde das ganz cool. Allerdings muss ich auch anmerken, dass ich irgendwie dieses Gefühl nicht loswerde, dass hier Omega wieder Rolex nachmacht, weil wir haben es ja auch gesehen bei der Sub. Die Sub war auch so ein richtig schönes, perfektes Modell und dann kam Rolex, hat es ein bisschen erneuert, nicht viel, nur hier und da ein bisschen was, damit die Proportionen der Vintage Sub mehr entsprechen. Und jetzt kommt Omega und macht im Prinzip genau das gleiche bei der Speedy. Ich will die Uhr unbedingt mal in echt sehen, aber das wäre einfach nur mal so eine Anmerkung in den Raum geworfen. Ich glaube, dass die neue Speedy deutlich teurer sein wird als die bisherige. Also ich wette circa, ja,
1500 bis 2000 Euro teurer, weil wir haben ja schon gesehen, dass die Speedy mit dem 321er Werk schon bei über 10.000 Euro liegt. Auch die Limited Edition Moonwatch liegt bei knapp 10.000 Euro und auch die neue Snoopy liegt bei ca. 10.000 Euro und ich glaube, dass die neue Uhr bei so 6, 7 rumliegen wird, was ich schon echt viel finde für eine Speedy, aber ich kann es völlig nachvollziehen, damit machst du halt die Marke deutlich, ja, exklusiver eigentlich und die Uhr halt auch, dann siehst du sie halt nicht mehr an jeder Ecke. Was passiert denn aber nun, wenn du schon eine Speedy hast? Musst du dir Sorgen machen um den Wert deiner Speedy? Also ich glaube, dass der Wert sich mal sicherlich nicht erhöhen wird. Manche Leute sagen mir, ja du, die wird eingestellt, glaubst du, geht die nach oben? Ich glaube nicht. Wir haben ja auch bei der Sub gesehen, dass die alte nicht unbedingt nach oben geschossen ist, sondern die ist leicht angestiegen, aber das war es auch schon. Aber die Speedy war nie so ein Hype-Modell, wie es eine Stahlsport Rolex ist. Und ich denke, dass der Wert der Speedy relativ gleich bleiben wird. Steigen glaube ich nicht. Dafür gibt es viel zu viele auf dem Markt und dafür waren die viel zu lange Zeit zu günstig, als dass sie jetzt groß steigen würde. Deswegen denke ich aber auch, dass sie relativ stabil bleibt, weil sie bleibt halt da, wo sie ist. Wieso sollte sie weniger wert werden jetzt plötzlich? Ich denke aber nicht, dass sie sinken wird großartig, weil die neue wird nicht so einfach zu kriegen sein. Die werden sicher nicht so viele Stück produzieren. In den letzten paar Uhren haben wir immer gesehen, dass Omega versucht, diese Erfolgsformel von Rolex so ein bisschen nachzueifern. Fast jedes neue Modell von Omega ist immer so ein Ticken schwerer zu bekommen in letzter Zeit. Gilt ja auch zum Beispiel für die James Bond Seamaster. Also ich denke, dass wir da echt eine coole Einsteiger-Standard-Chronograph-Uhr von Omega bekommen werden, die echt dem Vintage-Charakter nacheifert, aber nicht zu modern wird, aber doch irgendwie ein paar moderne technische Finessen im neuen Werk haben wird. So viel zu mir, das war jetzt einfach mal so mein Senf zur neuen Speedy. Lasst mich mal wissen, was denkt ihr dann darüber? Wie findet ihr das neue Design gut? Findet ihr das schlecht, dass Omega Rolex nachmacht oder nacheifert? Oder findet ihr das gut, damit dann Omega auch irgendwann mal so wertig wird wie Rolex gefühlt? Lasst mich mal unten in den Kommentaren wissen, würde mich mega interessieren, da mit euch einfach mal drüber zu diskutieren. So Leute, lasst mir wie immer Likes und Abos da, würde mich sehr freuen und ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Abend und wir sehen uns dann nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao.